Die Igelstube Fallstädt stellt sich vor. Ja, hallo, herzlich willkommen in der Igelstube Fallstädt. Mein Name ist Nadine und ich zeige euch heute mal, wieso die tägliche Routine hier abläuft in meiner Igelstube. So, die Boxen müssen täglich sauber gemacht werden. Das machen wir natürlich nur mit Handschuhen. Weil Igel, vom englischen Namen Hedgehog abgeleitet, sind Heckenschweine. So. Das heißt, sie müssen täglich gereinigt werden und deren Boxen auch, ja? Genau, die Infektionsgefahr wäre ja sonst zu groß. Und wenn die Igel Wunden haben, würden die ja nie heilen. Genau. Und aus welchem Grund sind jetzt die Igel in den Boxen? Also zum Beispiel, was hat der Igel jetzt, dass er in die Box dann muss? Naja, das ist halt die normale Pflegebox. Man muss die Igel einzeln halten und auch in einer etwas entsprechend großen Box, damit sie sich noch ein bisschen bewegen können. Aber die Igel haben ja immer eine gewisse Hilfsbedürftigkeit, dass sie überhaupt in Pflege genommen werden. Anders wäre es ja verboten, Igel aufzunehmen. Genau, also das heißt, er muss jetzt praktisch in Pflege, weil du hast ja auch noch ein Außengehege. Aber er muss jetzt hier erstmal gepflegt werden, bis er dann raus darf, oder? Genau, also gepflegt wird auch immer nur drinnen, niemals draußen. Das ist jetzt Immanuel. Und zur täglichen Routine gehört immer das Wiegen. Ja. Immanuel hat auch keine Zähne mehr, großartig, die sind alle weggegammelt. Er hat einen entsprechenden Milbenbefall plus Hautpilz, also das kommt ganz gerne mit Milben. Das stellt man dann am ehesten fest, wenn man die Stacheln rausziehen kann. Dann hat er hier so kahle Stellen, da muss man dann noch Bäder machen. Wenn das gar nicht gut wird, noch anderweitig behandeln. Dann wird er jetzt einmal gewogen. Das wird notiert. Ich arbeite mit einer digitalen Datenbank. Das ist aber jeder Pflegestelle überlassen. Viele arbeiten analog eben mit Zettelwirtschaft. Und dann wird das dokumentiert. Gerade in der Anfangszeit muss man einfach auch schauen, wegen dem Parasitenbefall, dass auch eine Gewichtszunahme vorhanden ist. Jetzt vom Gewicht her habe ich hier keine mehr, die in den kritischen Zustand sind. Die sind jetzt hier nur noch in Pflege, also eher wegen dem Pilz. Und die anderen beiden sind schon überwinterungsfähig, muss man zur heutigen Zeit sagen. Jetzt gehen sie in den gesicherten Winterschlaf, weil sie jetzt gar nicht mehr die Zeit hätten, sich ein Nest zu bauen. Es ist einfach von der Temperatur schon viel zu kalt. Man sagt immer so, 2 Wochen müsste es mindestens noch nachts über 8 Grad plus haben, dass sie die Möglichkeit haben, ein Nest zu bauen und halt darin eben dann ihren Winterschlafmodus einrichten. Genau. Dann stelle ich den mal kurz hier ab. Dann wird hier einmal das ganze Zeitungspapier erneuert, die Futterreste entfernt. Und man nimmt am ehesten immer Zeitungspapier, weil das einfach günstig ist. Man hat es da. Ich bin auch immer dankbar über jede Zeitungsspende. Okay, das heißt, Zeitungsspenden können wir auch mal einen Aufruf machen. Genau. Uns da auch gerne an. Wenn dann Kontaminierungen an der Box sind, dann muss man dann immer ganz penibel schauen. Jetzt, Immanuel ist ja parasitenfrei. Hoffentlich. Ich mache nochmal eine Kotuntersuchung, aber sein Hauptproblem ist jetzt wirklich nur noch der Pilz, die Milben. Und dann, wenn da so Kontaminierungen sind, also die Igel sind richtige Künstler im Verkoten ihrer Box. Okay. Also da fragt man sich schon, wie das so zustande kommen konnte. Handstand. Genau, dann macht also man es stört sie halt auch nicht, dass sie dann in ihren eigenen
Nein. Okay. Das stört sie überhaupt nicht. Die können direkt neben ihrer Wurst liegen. Nase rein, völlig egal. Besondere Tiere. Und wenn ich jetzt einen Igel draußen finde und es ist halt noch nicht konstant 8 Grad nachts draußen und der sieht mir dann auch so ein bisschen schwach und komisch aus. Das heißt, ich darf den aufheben und mitnehmen zu einer Igelhilfsstelle wie deine jetzt zum Beispiel oder zu einem Tierarzt, vielleicht vorher anrufen wahrscheinlich. Genau, also wenn es jetzt keine konstanten 8 Grad mehr nachts hat, ich gehe jetzt davon aus, du meintest weniger, Genau, ja. dann kommt es halt immer auf die Situation an. Also haben wir 5 Grad, da sind auch noch welche unterwegs. Sobald wir aber Schneedecke haben, ist jeder Igel, den man eigentlich noch draußen rumlaufen sieht, hilfsbedürftig. Generell eben, wie ich schon mal sagte, nur hilfsbedürftige Igel dürfen auch eingesammelt werden. Und wenn dann noch andere Faktoren kommen, wie du meintest mit Schlapp, dann ist es sowieso Ja. eine Hilfsbedürftigkeit, Okay. ungeachtet der Temperatur. Und ich weiß, du hast mir mal erzählt, dass ihr einen Igel hattet, ich glaube, das war letztes Jahr irgendwann, der Beeren gefressen hat, was ja gar nicht sein Nahrungsmittel ist überhaupt. Genau, Das heißt, aus Verzweiflung hat aus er schon. Verzweiflung, dann definitiv, wenn man also einen Igel sieht, es ist kalt, Ja. eventuell Schnee, der frisst irgendwelche Beeren, dann ist der dringend hilfsbedürftig. Ja? Und die Frage ist natürlich, inwiefern es noch Beeren gibt, wenn wir frostige Temperaturen haben. ja, manchmal aber- liegen sie rum unter Genau. den Gebüschen. Ja, das ist also, wir haben auch schon Igel gehabt, die Erde ausgeschieden haben, Oh, die dann weia. einfach aus Ja. Verzweiflung Erde konsumieren. Ach Gott. Ganz schlimm. Also das zeigt einfach, wie stark das Nahrungsangebot, das natürliche Nahrungsangebot für die Igel zurückgeht. Ja. Die Insekten, die Würmer, die Käfer, dass die schon so verzweifelt sind. Das heißt, dass die Insekten zurückgegangen sind und das Nahrungsangebot jetzt unabhängig davon, dass das jetzt natürlich Winter ist, weil das ist ja noch eine andere Sache. Aber das liegt auch daran, dass die Leute ihre Gärten mit Pestiziden besprühen oder Genau, Insektiziden. genau, Pestizideinsatz, Insektizideinsatz, Steinflächen, weniger Grünflächen, kahlgeschorene Grünflächen. Da würde sich ja nichts großartig ansiedeln. Keine Artenvielfalt in den Gärten, keine wilden Ecken. Man sieht es ja, also es liegt ja auch immer weniger rum im Sommer. Ein Igel braucht einfach bis zu 200 Gramm in einer Nacht. Und wie soll, wenn man mal entgegensetzt, was so ein Käfer wiegt, wie viel müsste er davon denn essen? Gibt es ja dann gar nicht mehr in der Anzahl, um allein schon einen Igel zu ernähren. Und die Population ist deswegen auch immer stärker rückläufig, weil sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verhungern. Das heißt, worauf sollten die Leute bei sich in den Gärten am besten achten? Also wie schon erwähnt, einfach Artenvielfalt in der Pflanzenauswahl, den Rasen ruhig auch etwas länger lassen, nicht so kahl geschoren, damit eben auch Insekten sich darin ansiedeln können. Wilde Ecken lassen, wo dann auch Käfer und alle möglichen Insekten sich rumtummeln können und auch die Igel Unterschlupf finden. Ganz wichtig wäre auch Durchstiege, Durchgangsmöglichkeiten in andere Gärten. Also der Igel bleibt nicht in einem Garten, der streift auch bis zu 2 Kilometer nachts, auch wenn er ein festes Nest hat, streift er auch mal in der Gegend rum, um eben alles abzurasen, weil ein Garten gibt ja auch nicht mehr viel her. Genau, dass man da so Durchstiege baut, da haben wir auch ganz schöne Igel-Highways, nennen wir die, oder Igeltore. Die wir auch immer wieder anbieten für einen kleinen Obolus, dass man dann in den Zäunen, wenn es halt wirklich Stabmatte ist, wo wenig Möglichkeit ist, mal ein Loch reinschneidet und das verziert, damit das eben auch schön aussieht und die Igel somit die Möglichkeit haben, in weitere angrenzende Gärten zu ziehen. Genau. Und was ist so mit so einem Laubhaufen, auch mal was liegen lassen ruhig für den Igel? Unbedingt sind wir immer Befürworter. Einfach wilde Ecken liegen lassen, den Laub nicht mit Bläsern, einfach zusammenrechen, in einer Ecke deponieren,
einen Kompost anlegen. Das sind solche Punkte, ne? Ja. Das sind einfach schon Kleinigkeiten, die dem Igel unscheinbar groß helfen. Oh, der hat sich gut versteckt. Ja, genau. Das Nistmaterial in den Pflegeboxen macht man aus geschredderten Zeitungen. Das ist einfach am günstigsten und schredderst du die selbst? ja, und ich habe tatsächlich auch jemand, der mir für mich auch schreddert. Das finde ich auch immer ganz angenehm, so in der Hochsaison, wenn man dann 15 bis 20 Boxen täglich hat, wo man das auswechseln muss. Da geht schon mal so 1, 2 Taschen flöten bei. Ja. Genau. So. Oh, die hat gut gegessen. Aber die beiden letzten sind jetzt auch ready for Takeoff. Die werden jetzt morgen abgeholt von der Finderin. Und dann geht es auch in den gesicherten Winterschlaf über. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Spätsommer, Herbst Igel unterstützen will, weil ich weiß, ich habe welche im Garten oder auch so, vielleicht kommen welche, dann kann ich denen Katzenfutter geben. Ja, das sind ja Karnivore, also reine Fleischesser. Genau. Was würdest du empfehlen? Katzenfutter nass, trocken? Also für den Außenbereich empfehlen wir fast immer nur Trockenfutter, weil es auch im Sommer natürlich nicht schnell verdirbt. Also wir sind sowieso generell Befürworter einer ganzjährigen Zufütterung, Ja. weil es einfach zeigt, dass wir schon im Sommer abgemagerte adulte Igel vorfinden, weil eben das natürliche Nahrungsangebot stark rückläufig ist. Und genau, Außenbereich eher Trockenfutter. Man kann auch mal Nassfutter hinstellen, aber das ist dann am nächsten Tag natürlich kaputt. Ja, gut. In der Regel. Deswegen, Und du hast ja jetzt so getrocknete Maden oder? genau, da gibt es hier so Soldatenfliegenlarven, trocken. Gibt auch Mehlwürmer, die kann man auch nehmen. Das heißt, sowas kann ich auch nehmen. Ich glaube, Vögel mögen teilweise sowas auch. Kommt so auf die Genau. Vögel an. Das heißt, da würde man sogar noch ein bisschen mehr Arten mit verpflegen, wenn man das nehmen würde. Richtig? Genau, natürlich, auf jeden Fall. Vögel werden ja weit oben in Vögelhäusern dann meist gefüttert. Man muss natürlich auch immer darauf achten, wenn man zufüttert, zieht man natürlich auch andere Tiere an, die auch berechtigterweise Hunger haben. Wenn man die halt nicht möchte, dann raten wir dazu, ein Futterhaus zu kaufen oder zu bauen und mit Rattenklappen zu versehen. Dann bedient sich auch wirklich nur die Art, die wir unterstützen möchten, ne, den Igel. Und dann kann er sich da nachts bedienen dran und muss nicht abmagern. Und kann sich somit auch als Jungigel 600 Gramm für den Winterschlaf anfuttern oder eben schon adulte Igel brauchen über 1 Kilo. Und was ist mit Wasser? Also Wasser stellen sowieso für alle Tierarten im Sommer zur Verfügung stellen. Im Winter natürlich kann man gucken. Die Tiere sind ja schlau. Also die Igel schlafen ja sowieso im Winter, die Vögel schnappen sich halt einen Schneeballen und schmilzt ja auch im Mund. Aber im Sommer sowieso immer Wasserschalen. Also täglich habe ich bis zu 7 Wasserschalen auf meinem Grundstück stehen, die ich auch immer wieder neu und frisch mache. Okay. Gerade wenn die Sommer auch so heiße Tage haben. Also Wasser sehr wichtig. Ja, weil sonst der Kreislauf eben von allen Tieren kollabiert. Das ist, ja. Genau. So ein kleines Q&A. Die erste Frage wäre, wenn ich jetzt einen Igel finde, wie erkenne ich seine Hilfsbedürftigkeit? Also erstmal generell Tagaktivität wäre eine Hilfsbedürftigkeit, gegebenenfalls, nicht immer. Gerade im Sommer sind die Igelmütter auch mal tagsüber unterwegs, weil die Säuglinge in der Nacht sie einfach so beschäftigen, dass sie auch mal tagsüber auf Futtersuche gehen muss. Und was gibt es sonst noch für Hilfsbedürftigkeitssignale? Einen sogenannten Hungerknick
schlitzige Augen, natürlich offensichtliche Verletzungen oder wenn er auch nicht eingerollt versteckt liegt, sondern eben auf einer freien Fläche. Das ist auch schon eine Hilfsbedürftigkeit. Und gerade in den Sommermonaten werden die Igel dann auch von Fliegeneiern geplagt, die dann zu Maden schlüpfen und den Igel auch wirklich auffressen. Okay. Und jetzt habe ich aber einen Igel gefunden. Ich erkenne, der ist hilfsbedürftig. Dann ist ja als erstes die Frage, wo melde ich mich oder was mache ich jetzt als nächstes? Also ganz wichtig ist, wenn ein hilfsbedürftiger Igel gesichtet wurde, ihn auch zu sichern, weil das ist ein Trugschluss zu denken, ich gehe jetzt mal kurz noch nach Hause, telefoniere rum, habe eine Transportbox am Start und gehe wieder hin. Meistens sind die weg, zu 99% aller Fälle. Genau, wir haben vom Igel-Netzwerk Peine ein richtig gutes Netzwerk mit WhatsApp-Gruppen, mit einer Notfallgruppe, wo wir mit mehreren Pflegestellen aus dem Umkreis und auch Knotenpunkten aus ferneren Kreisen, Landkreisen vernetzt sind und wir dann anhand von Bildern und Gewichtsdaten, das ist ganz wichtig, den Schweregrad der Hilfsbedürftigkeit halt analysieren und die korrekte, also die richtige Pflegestelle dafür dann ausfindig machen, die auch noch Kapazitäten hätte. Okay, also ich habe jetzt einen hilfsbedürftigen Igel gefunden. Ich weiß, ich kann mich jetzt zum Beispiel beim Igel-Netzwerk Peine melden. Ich habe die WhatsApp-Kontaktdaten. Jetzt hast du gesagt, der darf jetzt nicht liegen gelassen werden, ich muss ihn mitnehmen. Kann ich den in einen Schal wickeln, in die Jacke wickeln? Wie kann ich den am besten anfassen? Weil er hat ja auch Stacheln, er wird sich einkugeln, das wird ja... Genau, also wenn er natürlich noch so agil ist, dass er sich zusammenrollen kann und Reflexe hat, dann wird er sich einkugeln. Nichtsdestotrotz, also das ist natürlich auch je nach Empfindlichkeit der jeweiligen Person unterschiedlich, dass es mal mehr, mal weniger wehtut, die Stacheln. Dann nimmt man eben, wie du schon sagtest, einen Schal oder was man vielleicht auch im Sommer, in den wärmeren Monaten, ein T-Shirt oder ja, oder krempelt eben Pulli um, Jacke um, was man halt eben hat, ein Handtuch, ein Tuch, keine Ahnung, was man vielleicht findet. Es ist aber natürlich, kann man ihn auch einfach so anfassen. Man muss jetzt sich nicht zwingend schützen. Wirklich darauf achten muss man, wenn er weiße Stellen hat. Das würde für einen Hautpilz sprechen und das ist mitunter eins der einzigen Krankheiten, die zoonotisch auf den Mensch übergehen. Okay. Der Rest ist weniger gefährlich für den Menschen, deswegen kann man ihn auch direkt anfassen. Okay. Und jetzt habe ich den mitgenommen und jetzt muss der erstmal verweilen, bis ich den dann abgeben kann in so einer Hilfestelle. Du hattest es vorhin schon angesprochen, er muss warm gehalten werden, er darf nicht im kühlen Raum, also vor allen Dingen, wenn es jetzt kühler draußen ist, er darf nicht draußen gelassen werden, er muss in eine wärmere Umgebung gebracht werden, richtig? Genau, also wichtig, wir müssen wieder unterscheiden, warme Sommermonate zu den Herbst- und Winter- und Frühjahrsmonaten. Wichtig ist eben, in den Sommermonaten haben wir halt das Problem mit den Fliegeneiern. Da darf keine Wärme zusätzlich zugesetzt werden, nichtsdestotrotz muss er reingebracht werden. Also ganz wichtig ist, egal welcher Monat, der Igel wird drinnen verweilen und eben bis man sagt in so einem 20-Grad-Raum mit Tageslicht, Heizung eben im Winter, damit man 20 Grad erreicht. Im Sommer ist es ganz angenehm im Keller, wenn es so 18, 17 Grad hat, weil eben meist der Kreislauf im Sommer bei den Igeln auch durch die Hitze kollabiert. Da ist es ganz angenehm im Kühlen. Wichtig ist halt im Sommer, dass sie eben von den Fliegen, bei den Fliegeneiern eben die Maden mit zusätzlicher Wärme schneller schlüpfen. Deswegen muss auch ganz akribisch der Igel auf Fliegeneier untersucht werden und die müssen sofort entfernt werden. Genau, also, aber prinzipiell der Igel wird immer drinnen gesichert und verweilen. Okay. Und jetzt habe ich den drin und dann kann ich dem Wasser geben. Wie gebe ich dem am besten Wasser? Also generell wird Wasser immer nur zur Verfügung gestellt. Er kann sich das dann selber nehmen. Es wird ihm nie direkt zugeführt. Die Verschluckungsgefahr ist einfach zu groß und in der Regel werden die Igel, wenn sie es brauchen, auch direkt aufnehmen. Ist der Igel derartig schwach, wird sowieso infundiert mit NaCl-Ringerlösungen. Okay, also einfach eine Schale mit Wasser hinstellen, eine flache Schale wahrscheinlich, damit er da nicht irgendwie reinfällt oder so? Ja, genau, also in der Regel ist noch keiner in der Wasserschale ertrunken bei mir. Alles klar, und dann kann ich den auch füttern, so wie wir vorhin auch besprochen haben, mit zum Beispiel
Ja, genau. Also bei neu aufgenommenen Igeln, die gerade erst gefunden wurden, ist einfach die Gefahr des Refeeding-Syndroms, einfach der langen Abstinenz von Nahrung, zu groß. Deswegen kein Futter geben. Der Igel soll erstmal in Ruhe gesichert ankommen. Wasser ist immer wichtig. Wie gesagt, das Futter erstmal weglassen anfangs. Man sucht ja dann eine Pflegestelle jetzt als Finder. Und in der Pflegestelle muss man dann beurteilen, dann wird erstmal ein Teelöffel Futter gegeben. Wenn er jetzt länger bei den Findern verweilen muss, dann eben erst nach Stunden leicht mit teelöffelweise Futter zuführen. Und was ist das Refeeding-Syndrom? Dass einfach der Kreislauf aufgrund der langen Nahrungsabstinenz bei zu viel Nahrungsaufnahme kollabiert. Okay. Er kriegt zu viel Energie in zu schneller Zeit, wo er ganz lange hungern musste und dann kollabiert er zusätzlich. Er hat ja auch schon eine an für sich Schlappheit und Hilfsbedürftigkeit und dann gibt ihm das eigentlich der Rest. Okay. Ja, und die sterben auch wirklich daran. Deswegen muss man da ganz genau drauf achten. Ja, verstehe. Dann haben wir hier noch so ein paar Sachen, die habe ich gesammelt und gefunden, um ich dir ein paar Fragen zu stellen. Jetzt einmal haben wir Handtücher da, die sind natürlich als Spende in jeder Igelstation gerne gesehen. Genau, man kann das natürlich als Versteckmöglichkeit anstelle von Schnipsel und sonstigen für verletzte Igel nehmen, dass der Igel sich darunter verstecken kann. Ja. Bei Igelbädern nehme ich das gerne zum Abtupfen und auch damit zum Beispiel beim Pilzbad danach bleibt er noch in dem angefeuchteten Handtuch drin, damit der Wirkstoff auch noch sich gut auf der Stachelhaut verteilen kann. Genau, oder ja. Gerne auch im Ganzen intakte, ja. Genau, ja. Das franzt immer beim Waschen natürlich gerne aus. Aber wenn es dann nur Zerstückelte sind, dann nimmt man sie halt nur einmalig. Ja. Schmeißt sie dann weg. Genau, aber Handtücher kann man immer sehr gut gebrauchen. Und dann hast du hier noch verschiedene Stofftaschen. Genau, die werden immer fleißig von Nähbienen genäht auf Spendenbasis. Das ist immer ganz toll. Da kann man sich dann als Pflegestelle dran wenden. Dann wird immer mal wieder so ein Schwung genäht. Das ist jetzt halt so eine Spritztasche, sagt man jetzt mal so, Spritztasche, wenn der Igel infundiert werden muss oder mit Medikamenten verabreicht werden müssen, dann kann man den da reinlegen, weil er was vor der Nase hat und nicht gleich wegflitzen will. Okay. Das ist dann von Vorteil. Also wenige Pflegestellen haben das, aber wenn man es hat, kann man es dafür nutzen. Man kann aber auch den Igel einfach mal so reinlegen, fixieren. Geht auch, wenn sie ruhig bleiben. Es gibt ja solche und solche. Das heißt, Näherinnen, die gerne sowas spenden würden, können sich gerne bei den Pflegestellen melden, beziehungsweise wir machen es umgekehrt. Es gibt Facebook-Gruppen, wo man sich dann meldet und sagt, ich bräuchte mal wieder einen Schwung. Garagen nennt man das ja. Und dann wird das genäht. So, die arbeiten dann die Nachfragen Stück für Stück ab für die Pflegestellen. Genau, das sind so Meerschweinchenhöhlen. Die nimmt man dann für kleine Jungtiere, dass die einfach nicht ihre Körperwärme halten können, die es ein bisschen flauschiger brauchen einfach. Da nimmt man sowas dann, weil das einfach ein bisschen mehr Nestwärme denen bietet. Da gibt es halt verschiedene Größen, Fabrikate. Das ist jetzt was sehr Großes. Da könnte man auch einen ganzen Schwung Wurfgeschwister, die ja bis ca. 250 Gramm auch zusammengehalten werden, drin unterbringen sozusagen. Passen dann alle rein. Genau. Ja, super. So, wenn ich jetzt ein Igelfinder bin, ich habe mich jetzt bei dir gemeldet, ich bringe jetzt den Igel. Wie läuft das dann ab? Genau, also ich gucke mir den Igel natürlich erstmal an. Für die Finder habe ich dann ein Finderformular, das bitte ausfüllen, damit ich eben weiß, wo der Igel idealerweise dann wieder in sein altes Revier zurück kann. Weil es immer am idealsten für den Igel ist, eben in sein altes Revier zurückzukommen. Man kann aber natürlich auch sagen, man kann ja einen auf der Landstraße auch finden oder im Park, wo vielleicht nicht die idealsten Bedingungen sind für die Wiederauswilderung. Nichtsdestotrotz müsste ich die Daten trotzdem aufnehmen. In der Regel liegt es auch im Interesse der Finder, dass sie wissen, wie es dem Schützling so geht. Die fragen auch immer nach und so bleibt man halt immer im regen Austausch. Genau, also das heißt, man kann dann auch weiter dich fragen, in Kontakt mit dir bleiben. Ja, genau. Und dann fragen, wie geht's meinem Igel? Genau sozusagen, ja. Okay, sehr schön. So, und dann pflegst du die und dann kommt ja auch der Zeitpunkt, wo du die wieder aussetzen musst. Und wie ist das dann? Ja, oft
fällt es mir natürlich auch ein bisschen schwer, Ja. je nachdem, wie lange sie auch hier waren. Aber das ist nun mal bei der Igelpflege das Hauptziel, was wir erreichen möchten, dass der Igel sich wieder selbst erhalten kann und in die Natur zurück kann. Da es ja auch verboten ist, einen Igel als Haustier zu halten und generell in Dauerhaltung. Auch lang krankheitsbedingte Igel dürfen nicht in Dauerhaltung gehalten werden. Dann muss der Igel wieder ausgewildert werden, wenn es soweit ist. Und dann gehe ich eben auf den Finder meistens zurück, wenn ich eben weiß, er kann in das alte Revier zurück. Wenn er nicht in das alte Revier zurück kann, dann suche ich eben Auswilderungsstellen. Da bieten sich immer großzügige Gärten an. Wir haben auch im Netzwerk eben eine komplette Gruppe, die sich nur mit Auswilderungen beschäftigt, wo dann einer melden kann, ich hätte hier einen Igel zum Auswildern, Männchen, Weibchen, und eben dann sich jemand meldet, ja, ich hätte noch Platz im Garten, und dann kann man so zueinander finden. Das heißt, es gibt auch genug Freiwillige, die gerne in ihre Gärten die Tatsächlich, Igel ja. aufnehmen. Ich hatte auch mal einen Kleinanzeigeraufruf, da habe ich auch sehr viele Leute kennengelernt darüber, die Igel ausgewildert haben für sehr mich. schön. Ja. Sehr schön. Und dann noch ein sehr wichtiger Punkt, wie ich finde, denn du finanzierst das alles selber, beziehungsweise von Spenden wird das Genau. finanziert. Das ist ein Ehrenamt. Richtig, ein Ehrenamt, und die Spenden kommen von den Findern oder von Freiwilligen, die eben was spenden möchten, aber sonst wird das rein aus eigener Tasche finanziert. Und dann musst du ja auch nicht nur, dass du die ganze Verpflegung und so weiter und natürlich die Unterkunft und alles entsprechend, sondern auch die Tierarztkosten. Tierarztbesuche kosten, ja, Medikamente müssen bezahlt werden, Röntgen, je nach Verfahren, Fahrtkosten, Ja. alles. Also im ersten Jahr auch für die Erstanschaffung vom ganzen Equipment war ich ungefähr 4.000, 5.000 Euro los. Na, also was man sich halt dann auch alles anschafft für. Ja. Das geht vom Hundertstel ins Tausendstel, das ist einfach Wahnsinn. Aber man möchte halt auch so gut aufgestellt sein wie möglich. Ne? Ja. Und Und deswegen bist du dann auch auf Spenden angewiesen. Ich Ne? freue mich über jede Spende, egal wie, jeder Euro zählt. Es ist auch einfach, ja, ein Goodwill, eine gute Leistung, wenn man sagt, auch mal 5 Euro oder 10 Euro, das ist gar nicht viel. Ja. Nichtsdestotrotz weise ich keinen Igel zurück, wenn keine Spende kommt. Also das gleichen dann andere wieder aus. Also das ist alles. Aber dennoch würde ich mich sehr immer über Spenden freuen. Genau, da blenden wir dann nochmal den Link für die Website ein. Da ist ein Spendenlink für PayPal und da kann man Nadine tatkräftig unterstützen. Genau. Ja. Ja, dann danke ich dir erstmal Ja, bitte. und wir sehen uns in weiteren Videos. Ja. So, jetzt haben wir hier noch ein interessantes Instrument, ein Mikroskop. Magst du uns noch was zu dem Mikroskop erzählen? Ja, genau. Da mache ich die Kotuntersuchung für die Igel, weil wenn die hier ankommen, dann muss es einfach sehr schnell gehen. Wenn man eine Kotuntersuchung in ein Labor schickt, hat man frühestens nach 3 Tagen ein Ergebnis, aber wir müssen einfach schnell handeln. Deswegen habe ich einen Kurs belegt, Mikroskopierkurs für die Igelparasiten. Und dahingehend kann ich dann die Kotuntersuchungen selber machen, kann die Parasiten identifizieren und entsprechend dann mit dem Tierarzt die weitere Behandlung besprechen. Das heißt, diesen Kurs, den musst du auch selber bezahlen, wahrscheinlich? Ja, genau, natürlich. Selber aus eigener Tasche bezahlt, das Mikroskop auch aus eigener Tasche bezahlt. Genau, aber es muss einfach schnell gehen und dementsprechend bin ich so am besten aufgestellt. Ja. Es ist halt auch wichtig, dass gegen Parasiten behandelt wird, Genau. weil die halt auch das ganze Immunsystem lahmlegen. Jeder wahrscheinlich. Igel hat Parasiten, das ist bei einem Wildtier auch zu einem gewissen Grad normal. Darf man jetzt nicht vergessen. Es sind nun mal Wildtiere, die haben Parasiten, sowohl Ektoparasiten wie Zecken, Milben, Flöhe, die auf dem Igel sind, und die Endoparasiten, die in dem Igel sind, die man nicht sieht. Das ist immer in gewisser Anzahl vorhanden. Sobald das eben Überhand nimmt, nicht mehr in Maßen ist, sondern in Massen, kann das den Igel halt derart beeinträchtigen und schädigen, dass es halt irgendwann zum Tod führt. Ja, wie bei unseren Haustieren ja auch, wenn die Genau. zu sehr befallen sind mit irgendwelchen Ja. Endoparasiten, dann Genau. werden sie auch krank. Okay. Ja, und wie läuft jetzt so eine Kotuntersuchung ab? Genau, in der Regel mache ich zu 90% Nativausstriche. Man sammelt eben in einem Kotröhrchen Kotproben. Eben in akuten Fällen nehme ich meist das erste Stück Kot, was ich finde, damit ich gleich mal reinschauen kann. Sonst, wenn man eine Kontrolluntersuchung macht, sammelt man 3 Tage Kot, weil eben nicht jeder Parasit
immer ausgeschieden wird. Ne, dann sammelt man eben 3 Tage und dann füllt man das mit Wasser auf und nimmt dann ein Tröpfchen auf einen Objektträger und schaut sich das dann unter dem Mikroskop an. Man kann dann auch noch, wenn man zum Beispiel Flotation machen, das ist dann ein anderes Verfahren, dann lässt man die Probe eine halbe Stunde stehen, die Eier, Parasiteneier wandern nach oben, man legt das Deckglas oben drauf und nimmt es dann auf das Deckglas, auf den Objektträger und guckt dann rein. Oder man hat Schnelltests für Giardien und Cryptosporidien. Die kann man einfach mit diesen Verfahren nicht lokalisieren. Da müsste man ein Färbeverfahren machen bei eben Giardien und da sind die Schnelltests natürlich wesentlich präziser und schneller, aber natürlich auch teurer. So ein Test kostet zwischen 10 und 15 Euro ein Test. Da zögert man natürlich erstmal, ob man da jetzt gleich testet oder nicht, weil es eben auch ein Kostenfaktor ist. Aber wenn ein paar Indizien schon für sprechen, dann machen wir lieber so einen Test, damit wir auch dann gezielt gleich mit dem Tierarzt die Medikation starten können. Das heißt, abhängig von der Symptomatik des Igels, wenn es darauf hinweist, Genau. dass da Giardien zum Beispiel vorhanden sind. Ja, das kann man dann schon so ein bisschen am Kot, an der Farbe erkennen, Inappetenz und so Sachen. Ne? Und wenn eben, wir machen immer erst einen Nativausstrich, eine Nativprobe und wenn wir da nicht zielführend gegenarbeiten oder nichts finden oder es auch über mehrere Tage dann keine Verbesserung des Zustandes beim Igel bringt, dann gucken wir eben in die Richtung. Ja. Okay. So, wir hatten ja eben das Thema Parasiten. Eben hatten wir Endoparasiten, jetzt nochmal zum Thema Ektoparasiten, Flöhe und so weiter. Genau. Möchtest du da noch mal ein bisschen was zu sagen, weil das ist ja auch sehr interessant mit den Flöhen. Ja, Flöhe polarisieren ja ein bisschen, weil viele scheuen sich dann, einen Igel überhaupt zu sichern, weil er hat Flöhe. Ja, das gehört zu dem Wildtier eben dazu. Allerdings muss man dazu sagen, dass halt der Igelfloh auch auf dem Igel sehr wirtsspezifisch bleibt. Das wird keine Plage bei Mensch oder Haustier hervorrufen. Dementsprechend kann man wirklich auch beherzt den Igel sichern und keine Angst vor Flöhen haben. Das heißt, wenn ich jetzt den Igel, ich sehe einen notbedürftigen Igel, ich kann ihn mitnehmen. Ich muss keine Angst haben, dass mein Hund, Katze, was Nein, auch immer. Genau. Also man sollte den Igel nicht im Wohnzimmer jetzt halten mit Haustieren, schon getrennt, aber eben wird es keine Plage hervorrufen bei den Tieren. Okay. Und jetzt habe ich gesehen, du hast da so ein Gerät. Genau, der Cataspir, das ist ein Absauggerät. Das nutzt man bevorzugt im Sommer bei Fliegeneiern, um sie gezielt abzusaugen oder eben gern auch für Flöhe. Das ist ein bisschen so ein Minigame für mich. Wenn ein richtig verflohter Igel eben da ist, dann und man ist gerade in der Anamnese und untersucht ihn, aber es wuselt einfach so auf ihm, dann schmeiße ich immer das Absauggerät an und nebenher wird dann Floh für Floh einfach aufgesammelt, aufgesaugt sozusagen. Ja, ich möchte da nochmal hinzeigen, da ist so eine Saugspitze und dann kommt es in den Behälter mit dem Wasser rein. Genau, dann sammeln die sich hier schön. Jawohl. Ja. Genau, das heißt, so kannst du den von Flöhen und weiteren Fliegeneiern milben. Genau. Okay. Für Milben nutzt man eben dann hier zum Beispiel, kann man erstmal für den schonenden Gang Kokosöl verwenden und versuchen so die Milben praktisch zu ersticken. Ja. Wenn das Öl nämlich auf der Oberfläche ist, können die nicht mehr atmen. Das heißt, für einen Finder als allererstes Hausmittel könnte er rein theoretisch oder würdest du abraten, dass er Kokosöl benutzt? Kann er erstmal machen, nicht wirklich in Maßen aber benutzen. Nicht, dass es so eine Fettschwarte wird auf dem Igel. Genau, also mit einer Zahnbürste ganz gern so ein bisschen einfach im Stachelkleid drüber. Ja. Das reicht dann schon. Milben ist etwas, was jetzt nicht so ins Augenmerk bei Findern stößt, eher dann die Flöhe. Ja. Das kann man auch für Flöhe benutzen. Das eben dann, die ersticken nämlich auch, weil das Öl die Riechorgane auf dem Floh kleben und damit ersticken sie und sterben ab. Jawohl. Ja. Okay, also als erste Hilfe ein wenig Kokosöl ist in Ordnung. Genau, das kann man machen. Gut. Dann habe ich noch was ganz Interessantes gesehen. Die Inkubatoren. Genau, das ist so do-it-yourself, meine eigens kreierten Inkubatoren, weil ein richtiger Inkubator kostet eben über 1.000 Euro, 1.500. Es hat so ein bisschen, es tut in der Seele weh, weil man das Geld eben überall braucht, an allen Ecken und Enden und ich mir so gedacht habe, Mensch, also das könnte ich doch selber bauen. Also das Prinzip ist jetzt keine Raketenwissenschaft in so einem Inkubator.
Da habe ich mich halt ein bisschen schlau gemacht, welches Material man für die Wände verwenden könnte. Da kam mir eben das Gehäuse von TerraPlus relativ gut entgegen, weil das eben abwaschbar ist, thermoisolierend, dass eben die Wärme drinnen bleibt. Dann habe ich es mit Lüftern versehen, dass eben die Luft zirkulieren kann darin, mit einer Wärmelampe über Infrarot, damit eben der Tag-Nacht-Rhythmus nicht gestört wird von dem Igel. Und unten ist dann auch noch mal eine steuerbare Heizmatte, die man dann auch noch mit der Temperatur entsprechend anpassen kann. Und in den Inkubator kommen auch nur Igel, also meist ganz, ganz kleine, schwache, verwaiste Babysäuglinge im Sommer werden oft direkt in den Inkubator gepackt. Im Winter, wenn ganz schwache, dehydrierte kleine Igel gefunden werden, kommen die auch erstmal zum Aufwärmen in den Inkubator. Und ansonsten habe ich halt noch ein größeres Modell. Wenn man zum Beispiel auch mehrere Wurfgeschwister im Sommer hat, dann können die eine Weile im Inkubator bleiben, weil das erste Modell war ein bisschen kleiner. Genau, aber die normalen Igel brauchen keinen Inkubator. Das ist wie gesagt nur wirklich für ganz, ganz schwache Säuglinge, kleine Babys oder kleine juvenile Igel, die ihre Körpertemperatur nicht halten können, die so geschwächt sind, sich auch gern immer aus der Wärme, wenn man eben eine lokale Wärme wie so ein Snuggle, kann ich auch mal einblenden noch, ein Snuggle hinlegt oder eine Wärmeflasche oder so. Wenn sie sich der Wärme entziehen, dann haben sie keine Wärme mehr und sie können ihre Körpertemperatur nicht halten. Dementsprechend dient der Inkubator dafür, dass immer konstante Wärme herrscht. Okay. Hier einmal das Winterquartier der Igelstube Fallstedt. Genau, hier schlafen circa über 30 Igel in ihren einzelnen Parzellen für sich. Jeder Igel hat ein kleines Futterhäuschen, ein Schlafhäuschen mit Nistmaterial zur Verfügung. Und hier wird auch täglich kontrolliert. Aber im Moment schlafen sie alle. Der Winterschlaf ist für den Igel sehr wichtig. Gehört einfach zu ihrem Metabolismus hinzu, dass der Igel eben den Winterschlaf abhält, um eben wie so ein Reset im Frühjahr wieder ins neue Igeljahr zu starten. Genau, und das ist eigentlich ein sehr faszinierender Prozess, der Winterschlaf, weil der ganze Organismus runterfährt. Der Herzschlag verlangsamt sich auf bis zu 20 Schläge pro Minute runter. Es finden keine Ausscheidungen mehr statt. Der Igel schläft einfach durchgehend dann bis ins Frühjahr. Es kann mal gelegentlich passieren, dass eben der Igel aufwacht, aber das ist eher seltener der Fall bei diesen Temperaturen. Der Trigger natürlich für den Winterschlaf ist eben Temperatur- und Nahrungsmangel, dass der Igel anfängt, ich baue mein Nest, ich habe jetzt Winterschlaf zu halten. Das ist auch wirklich, sehen wir auch bei Jungigeln, die in dem Jahr gerade geboren sind, die haben das im Instinkt. Die kennen das ja noch gar nicht, aber trotzdem fangen die an, im Dezember rum, wenn die noch in der Pflegestation sind, anzufangen zu schlafen einfach, schon in der Wärme. Also die haben das instinktiv schon drin. Aber es ist halt sehr wichtig, dass die für die Überwinterung halt rausgehen. Ganz genau, bei Außentemperatur. Nur bei Außentemperatur, auch nicht im Keller, wo man vielleicht meint, es sei kalt. Nein, die brauchen wirklich die Natur, die Außentemperatur. Jetzt auch hier wie Schnee, also realitätsnah kriegen wir es ja gar nicht mehr hin. Ja. Einfach ideal dieses Jahr. Genau. Super. Ja, hier mal eine Parzelle in On Detail. Das hier ist mein selbst designter Futteranbau. Ach, der hat ja auch da so eine Einkerbung. Genau, ja. ein Klappenschutz, damit eben, wenn Besuch im Gehege ist, nicht ans Futter gegangen wird. Das Futter steht auch auf einem Stein, so kann sich niemand von unten drauf durchbuddeln. Also Ratten zum Beispiel, Ganz ja? genau. Irgendwo hier drin ist auch eine Wasserschale natürlich in jeder Parzelle, aber die ist jetzt vom Schnee bedeckt. Man braucht sich da auch keinen Stress machen mit Heizmatten und keine Ahnung. Also es ist nun mal in der Natur genau das Gleiche. Wenn der Igel irgendwo jetzt unterm Busch schläft, da gibt es auch keine Wasserschale frisch für ihn. Der kann, wenn er aufwacht, würde ich das ja jetzt auch sehen, dann würde ich dem was bereitstellen. Aber ansonsten könnt ihr auch den Schnee wegknabbern. Ist ja auch Flüssigkeit. Genau, und im Schlafhaus, das sind meine eigens designten, kreierten Hobbit-Hütten.
Da ist mit Stroh, einer Kokosmatte, falls doch mal eben noch Urin abgegeben wird, damit das ein bisschen aufgesaugt wird, und auf einem Stein, damit eben von unten auch nichts sich durchbeißt. Da schläft der Igel. Jawohl. Ja, hier haben wir so ein Futterhaus, Beispiel auch mit Rattenklappen versehen. 2 Eingängen, das ist bei einem Futterhaus ganz wichtig. Es ist ja nicht immer ein Igel allein, und damit die sich dann auch aus dem Weg gehen können, macht man 2 Eingänge ran. Ich habe hier noch ein bisschen Nistmaterial drin, falls sich einer gemütlich machen möchte. Aber jetzt natürlich bei den Temperaturen ist hier gerade nicht viel los, bis gar nichts. Man sieht immer wieder in den Läden auch Igelfutter, wo natürlich die Verbraucher auch zugreifen, weil sie denken, sie wollen dem Igel was Gutes tun. Per se hat das meiste Igelfutter immer Nüsse, was dem Igel wirklich sehr schadet und ist nicht getreidefrei. Das hier ist ein Produkt von Igelfutter, was in Ordnung ist, wir aber dennoch nicht empfehlen, weil es einfach auch viel zu teuer ist. Weg damit. Stattdessen Im Lidl könnt ihr euch einfach dieses Kocheda Pure Taste Futter holen. Hat bis zu 64% Fleischanteil und bietet einfach dem Igel alles, was er braucht. Oder Katzenfutter. Ganz normales Animondakani Katzenfutter hat auch einen Fleischanteil von 65% und ist genauso gut. Kein teures Igelfutter kaufen.